Reges Schneetreiben hier in den Niederlanden. Gute Stimmung, gutes Ergebnis für uns. Rückspiel gegen AZ Alkmaar. 3:0 haben wir ja im Hinspiel gewonnen, aber das Ding ist ja lange noch nicht durch. Die haben im Hinspiel ganz schön auf Pressing gespielt. Und haben eigentlich auch so ganz gut mitgespielt. Wir waren halt sehr effektiv. Das, was wir halt gegen Hoffenheim zum Beispiel nicht waren im letzten Spiel, wo wir leider knapp 2:1 verloren haben. Aber wir sind noch weiterhin auf Platz 4. Also wir haben es auch da noch in der eigenen Hand. Wir haben nicht mehr viele Spiele, 9 Stück noch. Dann ist schon die erste Saison wieder rum. Wahnsinn, oder? Wie schnell das hier manchmal geht. Und heute will ich natürlich auch ins Viertelfinale einziehen. Ja, und uns einen Schritt näher Richtung Finale bringen. Aber dazu müssen wir heute hier nochmal das Spiel überstehen. Und am besten fangen wir gleich damit an, indem wir ein frühes 1:0 machen. Bimbe und Mamouche muss durchlaufen. Ja, stopp nochmal kurz. Ja, da ist Götze in der Mitte, aber Mamouche machen wir es mal alleine. Ja, erster Schuss. Und wir können halt heute auch ein bisschen defensiver stehen ruhig oder ein bisschen abwarten, weil die anderen müssen ja. Die müssen 3 Tore erstmal aufholen. Ja, 3 Tore sind schnell mal geschossen, aber wenn wir hier gleich von Anfang an wieder die Spielfreude zeigen, wie aus dem Hinspiel, dann gibt es hier heute auch wieder nur einen Sieger. Mamouche. Nächste Chance, Miretti, Ebimbe. Oh, ist doch schon durch. Genauso. Das ist die Marschroute vorne ins Pressing. Dass sie, ja, da auch eigentlich gar nicht die Chance haben. Aber ihr seht wieder, gegen 3 Mann, das ist scheißegal. Die befreien sich. Da können wir auch zur Not den ganzen Mannschaftsbus hinstellen. Der würde da trotzdem irgendwie immer noch eine Lücke finden. So, Sugawara gegen Kunku auf der Außen. Das geht halt zu einfach, ne? Das geht viel zu einfach. Und Alkmaar mit dem ersten Tor. Und es ist der Grieche, der auch bei uns im Gespräch ist. Und zwar Pavlidis sein Name. Und Alkmaar kann halt auch einfache Tore erzielen. Hier, die Flanke, da muss Pat schon ein bisschen besser hin. Und dann kommt Trapp wie ein Berserker rausgestürmt. Versucht da noch zu verhindern, was nicht zu verhindern ist. Und so schnell kann es halt auch gehen. Deswegen habe ich gesagt, die sind hier noch lange nicht geschlagen. Vangelis Pavlidis. 5 Tore hat er jetzt auch schon gemacht. Jetzt fehlen nur noch 2 Tore. Und von daher sind wir also ab jetzt spätestens gewarnt, dass das hier anders als gegen Sturm Graz kein Selbstläufer wird. Ja, und deswegen, dann häufen sich auch so Fehlpässe ein, so ganz leichte Flüchtigkeitsfehler, dann stehen wir hinten vielleicht auch mal wieder ein bisschen ungeordneter, aber auch so Phasen müssen wir überstehen in so einem Wettbewerb hier. Aber aufgepasst, Alkmaar kommt schon wieder. Van Bommel, oh ne, das gibt's nicht. Van Bommel! Und das zweite Ding. Und innerhalb von 5 Minuten ist das Spiel hier spannender, als mir wirklich lieb ist. Aber auch das ging wirklich zu einfach. Hier wieder die Wahl zwischen entweder angreifen und den Ball in die Mitte verhindern oder halt ein bisschen spekulieren. Und da haben wir leider falsch spekuliert. Und Van Bommel. Van Bommel mit dem 2:0. Da beiße ich mir gefühlt in meine schicke Kapuze rein. Tja, so schnell geht das. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt noch mal ein bisschen Feuer drin, ne? Anstatt ich das jetzt hier so ruhig und locker wieder 2-3-0 runterspiele, steht es jetzt mal 2-0 für Alkmaar und vielleicht ist das mal ein Wachmacher jetzt für uns. Dass wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr nach vorne machen müssen. Wir haben ja die Qualität, also im Hinspiel hat das ja auch geklappt. Warum soll das jetzt im Rückspiel auch nicht funktionieren? Wir müssen halt aufpassen, ne? Ein Tor noch und dann gäbe es dann erstmal Verlängerung. Soweit will ich es gar nicht kommen lassen. Robin Koch, was macht der denn da vorne? Der gehört da eigentlich gar nicht hin. Der ist Innenverteidiger. Hopp. Zurück auf deine Position. So, aber Alkmaar kommt wieder. Und wieder Michailovic. Jetzt gegen Robin Koch. Gutes Stellungsspiel. Aufgepasst. Sie machen Druck. Also Ball nach vorne. Ja, Mamouche hat Trapp gut gemacht. Warum macht er das nicht mal in echt? Ich sage euch, Trapp ist auf der Linie vielleicht auch mit einer der besten Keeper. Aber gerade so im Spielaufbau finde ich den echt schlecht. Aber dafür machen das andere Leute. Götze. Von hinten raus. So, und wieder. Van Bommel legt sich vorbei, aber Buta passt auf, ist auch schnell. Und ich muss wieder auch erstmal hinten rumspielen. Das ist saugefährlich.
Aber Platz ist ja da. Und auch die Geschwindigkeiten. Nkunku, Mamouche. Da ist er halt jetzt alleine, müssen wir hinten rumspielen. Das wird jetzt auch so ein bisschen ein Geduldsspiel. Also klar, die werden auch nicht 90 Minuten lang Druck machen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber sie provozieren halt dadurch Fehlpässe. Ja, dadurch kommt der Ball jetzt zum Beispiel auch nicht an. Haben sie auch wieder gut gemacht. Und wir müssen am besten erstmal das 2-0 zumindest in die Halbzeit hier kriegen. Also bitte kein weiteres Gegentor. Vielleicht schießen wir ja einen selber. Das würde, glaube ich, sehr, sehr gut tun. Götze, Mamouche durchgesteckt. Jawohl, im richtigen Moment. Und jetzt die Chance auf den Anschlusstreffer. Aber so nicht. Oh, das war eine XXL-Monster-Chance. Ja, das weiß er auch selber hier. Der ist völlig frei. Der kann den Keeper nochmal fragen, wo er ihn hinhaben möchte. Auch ins kurze Eck zur Not mit dem Außenriss. Ja, die hat er auch schon gemacht. Und die wird er auch in den nächsten Spielen irgendwann wieder machen. Der hat auch schon unmöglichere Dinger gemacht. Ja, aber genau das ist vielleicht eine Idee. Zu warten, bis die Lücken hinten aufmachen. Am besten zwischen der Innenverteidigung und den Außenverteidigern. Und dann ist ja auch die Lücke da. Dann haben wir auch die Chancen und auch die Spieler dazu. Ganz oben habe ich gesehen. Lauf ruhig weiter. Ja, das ist gut. Ebimbe. Ebimbe, nochmal die Flanke rein. Da ist Orban oder auch nicht. Skiri, Mamouche und schön draufbleiben. Genau. Ball in den eigenen reinhalten. Gar nicht so weit nach hinten gehen. Ihr seht ja, die laufen manchmal richtig blind vorne einfach zu. Ja, dann darf ich natürlich auch so blind diese Fehlpässe nicht spielen. Halbzeit bitte. Ja, oh, der wäre durch gewesen. Da wäre Götze, glaube ich, nicht mehr hinterhergekommen. Also es wird spannender und es ist auch spannender, als ich echt gewollt hätte. Aber gut, nun ist es so. Ja, und das gar nicht auch unverdient. Also die haben 2 Schüsse, 2 Tore. Wir haben halt 5-mal aufs Tor geschossen und bislang leider zu unpräzise. Deswegen haben wir halt auch gegen Hoffenheim nicht gewonnen, ne? Weil wir halt auch viele Schüsse hatten, aber leider die Tore nicht gemacht haben. Und jetzt gucken wir mal, Halbzeit 2, vielleicht geht ja auch mal irgendwann die Kraft ein bisschen aus bei Alkmaar und dann schlagen unsere entscheidenden Minuten. Aber bis dahin müssen wir uns jetzt hier erstmal wieder reinfighten. Oh, Buta gegen De Witt. Ah, der ist viel aggressiver im Zweikampf. Achtung, Pacho ist da. Deswegen ist er da auch gerade so ganz locker und leicht durchgesprintet. Aber das, was De Witt macht und dort drauf hat, das macht auch Buta gegen Martens Indy. Ja, jetzt hat er wieder niemanden. Ich habe auch keinen Kopfballschaden in der Mitte. Das ist halt das Problem. Aber ich habe Ebimbe mit dem Außenriss. Das hat er auch schon öfter mal in ein Tor umgewandelt. Aber gut, wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Spielkontrolle. Ich habe so das Gefühl zum Beginn der zweiten Halbzeit, dass wir das hier echt sehr, sehr gut machen bislang. Und ja, versuchen Alkmaar wegzuhalten von unserem Tor. Natürlich dann auch so Fehlpässe erzwingen. Dann geht auch die Kraft ein bisschen mehr flöten bei Alkmaar. Die wechseln jetzt natürlich schon. Wieder von Bommel. Und wahrscheinlich wieder durch. Nein, diesmal kommt ein anderer rein. Ibrahim Sadiq. Ist das der Bruder von unserem damaligen Umar Sadiq? Ich glaube nicht, der sah ein bisschen anders aus. So, und wieder die grätschen vorne blind rein. Die stürmen wirklich drauf wie die Nummer 7. Aber so ist es auch richtig. Die fighten, die kämpfen, die wissen jetzt, das ist ihre letzte Chance hier. Da ist wieder die Lücke zwischen dem Innenverteidiger und dem Außenverteidiger und dann sind wir da. Und dann kriegen wir auch unsere Chancen. Da müssen wir halt nur drauf lauern und irgendwann halt auch nochmal ein Ding machen. Weil wenn es hier 3-0 steht, auf Verlängerung habe ich jetzt auch ehrlich gesagt so viel Bock wie auf Fußpilz. Aber haben wir in der eigenen Hand. Und daher weiter. Nkunku muss er ablaufen. Da ist Sadiq. Achtung, Nkunku. Ja, sehr gut. Ganz überlegt, ganz unaufgeregt. Dann kriegt er den Ball und dann geht es wieder nach vorne. Mamouche, der darf schon mal starten. Ha! Verarscht, denn wir machen das nämlich so. Jetzt ist er durch. Und das muss er jetzt mitnehmen. Orban in der Mitte. Ja, Skiri oder ganz unten im Bimbe. Oh nee. Zu spät gesehen. Aber der Laufweg war wieder richtig. Und wir haben die Lücken. Achtung. Sade gegen Nkunku. Oh, der ist auch nicht langsam. Mein Gott. Aber Nkunku macht das gut. Er ist sehr, sehr wachsam. Orban hält sich den Gegner vom Leib. Und jetzt Mamouche. Genau.
Im 1 gegen 1 gegen Brabeck. Da ist keiner da, machen wir so. Ibimbe unten auf Buta. Ja, der kommt mit. Und jetzt hinten Götze, der winkt. Komm, der ist nicht kopfballstark, aber den kann er machen. Und er macht ihn. Und das nicht mit dem Kopf. Sondern in alter Mario Götze-Manier mit dem Fuß. Mit links. Der war gar nicht so einfach zu nehmen. Und dann sind die wilden 4 da vorne. Sehr, sehr zufrieden. Schöne Flanke, die ist auch ein bisschen... Ja, auch komisch für einen Keeper, ne? Der fliegt so merkwürdig durch den Fünfer, da weiß man nicht, ob er rauskommen soll. Gott sei Dank ist er nicht rausgekommen, der knallt dann noch gegen den Pfosten. Und das ist doch ein Foto fürs Poesiealbum. Zack. Verzieht auch keine Miene, weißt du? Erst lächelt und dann, zack, richtiges Pokerface. So, das ist zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, gewesen. 2-1, 2:4 im Gesamtergebnis, also wir haben wieder 2 Tore Vorsprung. Aber, oh, Sadek, wie oft willst du den Ball vorlegen? Ja. Die sind ja aber trotzdem noch nicht geschlagen. Wenn die jetzt halt schnell das dritte machen. Ich will es nicht beschreien bei Survey. Achtung, Schuss kommt. Aber Trapp wäre, glaube ich, da gewesen. Bei uns kommt nochmal Tuta für die rechte Seite, für Buta, der da jetzt den Laden zusammenhalten soll. Und mit seiner Physis da auch nochmal ein bisschen Präsenz zeigt. Also Alkmaar war gefährlicher im Rückspiel als im Hinspiel. Nicht nur, weil sie 2 Tore gemacht haben, sondern weil auch ein bisschen der Zug zum Tor besser war und weil sie ein bisschen besser pressen. Spielen heute auch ungewöhnlich viele Fehlpässe. Achtung, sind aber noch nicht geschlagen. Nächster Schuss zum ersten. Da ist wieder Sadek, wieder geklärt. Perfekt. Das brauchst du dann natürlich auch. Und jetzt vielleicht der entscheidende Konter. Orban gegen Brabeck. Das schafft Orban. Komm, jawohl. Egal, nimmt ein bisschen Zeit von der Uhr. Alles gut. Da kommt Götze schon mit hinzu. Achtung, lauft doch nicht über den Haufen. Ibimbe. Schade, der Doppelpass klappt nicht. Aber gut, die Zeit, sie verrinnt für Alkmaar. Die Zeit spielt für uns. Da hinten können sie gerne spielen. Was haltet Sadek vor? Weiß ich nicht. Und weiter drauf. Auch wenn wir den Ball nicht kriegen. Oh, wir kriegen den. Haha. Das Pressing funktioniert und dann spielen wir das Ganze so aus hier. Orban und Götze. Schade. Aber ich glaube, das reicht auch so. 5 Minuten noch. Wir in Ballbesitz. Da wird, glaube ich, nichts mehr schief gehen. Also es war ein Kraftakt, gerade im Rückspiel. Ja, nach den ersten beiden Toren habe ich gedacht, ja super. Wen willst du eigentlich verarschen? Aber wir haben das gut hinbekommen. Wir haben das richtig gut hinbekommen. Orban nochmal. Ja, Ibimbe. Gut, der kommt halt jetzt auch nicht mehr an, aber das war's. Wir haben jetzt noch 2 Minuten mit Nachspielzeit. Die sind hinten. Da muss jetzt wirklich ein schnelles Tor her und über 6 Minuten Nachspielzeit. Also ich glaube, wir können da einen Strich drunter machen, einen Haken dran als Achtelfinale. Wir ziehen eine Runde weiter, lassen also Alkmaar hinter uns und jetzt bin ich wirklich gespannt. Also so Beşiktaş und Fenerbahçe wäre auch sehr, sehr interessant. Ja, oder auch Villarreal oder Amsterdam. Bei Villarreal, die Mannschaft, die kenne ich noch aus einer FIFA 21 Karriere, haben wir auch richtig, richtig gut gespielt damals, sehr erfolgreich gewesen. Jetzt kommt nochmal Alkmaar über Penetra. Aber das wird, glaube ich, die letzte Aktion gewesen sein. Jawohl. Ball geht ins Aus und wir haben es geschafft. Niederlage im Rückspiel, aber das ist eine Niederlage, worüber ich mich mal freuen kann. Im Gegensatz zu den ganzen anderen, die ich dann bislang bekommen habe. Denn wir ziehen ins Viertelfinale ein. Dadurch, dass wir schon ziemlich souverän eigentlich im Hinspiel 3:0 gewonnen hatten. Und genau wie im Hinspiel war das Torschussverhältnis 9:5 für uns. Ich glaube, Villarreal, wir gucken jetzt einfach mal, wer sich ja alles durchgesetzt hat. Also, Ferencváros ist weiter nach einem 2:0. Die haben es also noch gedreht im Rückspiel. Villarreal hat es auch dann spannender gemacht, als es dann am Ende vielleicht war gegen Pilsen. Auch Zagreb ist durch. Die haben zwar verloren gegen PAOK dann das Rückspiel, aber haben sich da durchgesetzt. Dann setzt sich Fenerbahçe durch gegen Beşiktaş. Dann gewinnt Gent im Elfmeterschießen gegen die Rangers. Lidl gewinnt auch ganz souverän das Rückspiel. Also das war wirklich das mit deutlichste Ergebnis im Achtelfinale. Und Amsterdam gewinnt auch das Rückspiel gegen Brügge, auch knapp 2:1. Also mit Lille, Amsterdam und Villarreal, da sehe ich echt so 3 richtig starke Konkurrenten. Fenerbahçe zum Beispiel, die kann ich auch gar nicht einschätzen. Gegen die habe ich halt auch noch nie gespielt. Oh, und jetzt kommt es direkt zum nächsten Kracher. Und wir müssen unsere Mannschaft wieder durchtauschen. Oh, weia. Oh. Da hätte ich vielleicht auch wieder die Mannschaft umstellen müssen. Aber hilft nichts. Da muss halt auch die B11 ran. Wir haben die Leute dafür. Wir haben auch einen Larsen vorne. Ja, bei Chandler muss ich jetzt gucken. Da muss auch ein Tuta wieder rein, im Bamba. Das muss jetzt so gehen. Hilft nichts. Da kommen wir nicht drum herum.
Und es ist ein Spiel, wo wir uns auch von Hoffenheim wieder ein bisschen absetzen können. Wolfsburg hat auch schon gespielt, haben uns Platz 4 weggenommen. Das heißt, wir müssen, wenn wir die Champions League jetzt schon wollen, oder halt, um halt ja, Platz 5 zu festigen, zumindest mal einen Punkt holen. Aber ich möchte natürlich auch unseren Gegner in der Conference League wissen. Ich schätze mal, also entweder gegen Lille oder gegen Amsterdam. Schauen wir mal, wer ist es geworden? Es ist Lille geworden, okay, also mit der stärkste Gegner. Ferencváros gegen Zagreb, Villarreal gegen Gent und Fener gegen Amsterdam. Ja, Lille wird schwer. Da schaue ich natürlich interessehalber mal vorbei in der französischen Liga. Ich würde einfach vorher mal schätzen, dass PSG auf der 1 steht oder Monaco. Ja, oder vielleicht ist es ja sogar Lille. Wir gucken mal hier. Ligue 1, wie sieht es da aus? Lille ist Dritter und PSG ist Zweiter. 10 Punkte Rückstand, das ist sehr ungewöhnlich. Aber die haben noch 12 Spiele. Ja, Marseille scheint auch ein bisschen stärker zu sein. Wer spielt denn so alles bei Lille? Schauen wir mal. Machen schon mal ein bisschen Gegneranalyse hier. Transfers, Spieler suchen. Und dann gehen wir einfach mal in La Ligue. Ligue 1, wo haben wir sie? Hier. Und dann gucken wir mal halt bei Lille. Hier. Wen die so alles haben. Also wir gucken mal von hinten. Sagt mir jetzt so recht niemand mehr. Wobei Lucas Chevalier, der sagt mir schon was. So vom Namen her. Dann haben wir Diakite, Gudmundsson, Ismaili, gut. Den kennt man halt. Der ist schon viele, viele Jahre dabei. Jallo. Ist aber nicht der bei Dortmund war, ne, oder? Santos, Ribeiro, Samuel Umtiti natürlich. Speziell Jubel. Der hat eine 79 übrigens. Ja, aber ist nichts mehr für uns. Dann haben wir jetzt Sedaka, Mittelfeld, Acosta, Benjamin André. Das sind so alles, ich würde nicht sagen No-Names. Hier Bentaleb zum Beispiel für die Schalker Freunde. Die funktionieren halt wahrscheinlich als Mannschaft, sonst wären sie auch nicht im Viertelfinale. Wharton, Segova, wen haben sie vorne? Vorne haben sie Dago, natürlich hier, der überragt natürlich, Jonathan David. Das wäre auch zum Beispiel einer für uns, den können wir aber glaube ich nicht bezahlen. Und der wechselt auch zum FC Porto, also ist der schon mal weg. Und Harkon Arna Haraldsson, auch ein sehr interessanter Name, zeigt großes Potenzial. Dann nehmen wir den gleich mal auf die Liste. Der ist 1,80 groß, kann Mittelstürmer spielen und wahrscheinlich auch linkes Mittelfeld. Wir gucken einfach mal, ich nehme den mal mit drauf. Meier habe ich auch so ein bisschen im Blick, aber ich brauche erst noch mal ein bisschen Kohle. Ja, also von den Namen her, aber Namen haben halt nichts zu heißen. Sagt mir die Mannschaft jetzt nicht so viel, bis auf 1, 2 Leute. Und ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, wie das jetzt gegen Dortmund läuft. Bisschen Geld haben wir dazu bekommen, 600.000. Stärker auf die Energie bei Götze. Aber warum? Hier, Fokus auf die Energie. Ja, weil die halt auch gegen Alkmaar gespielt haben. Hasebe natürlich ist auch ein Mann, den wir mal reinwerfen können. Hat ja auch gegen Wolfsburg geklappt. Warum soll das nicht gegen Dortmund auch klappen? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Dann haben wir ein richtungsweisendes Spiel in Dortmund. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut und ciao.